Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Mutig Leben Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin dein ganz persönlicher Ermutigungscoach. Mein Ziel mit dieser Videoreihe ist es, dich mit meiner gesamten Erfahrung als psychologische Beraterin und Mentalcoach, aber natürlich auch als Laufbahnberaterin und Partnerschaftscoach und was ich sonst noch alles bin, natürlich auch als Mensch dabei zu unterstützen, dein Leben, kurz gesagt, besser in den Griff zu bekommen. Ich gebe dir hier also kurz und knackig Lebenstipps, mit denen du deine eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen dahingehend optimieren kannst, dass du dich stetig besser fühlst. Und dadurch wirst du automatisch auch bessere Beziehungen haben. Alles zusammen nenne ich mutig leben. Eines kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Meist sind es gar nicht die großen Krisen, die uns fertig machen, sondern wir zerlegen uns im Grunde mit unseren eigenen Gedanken, Bewertungen, Zweifeln, Sorgen und Ängsten sozusagen Stück für Stück selber in kleine Teile, schon im ganz normalen Alltag. Und wenn dann tatsächlich was Heftiges passiert, ein Arbeitsplatzverlust, eine Krankheit, ein Umzug, der Verlust einer geliebten Person oder was auch immer, dann haben unsere Gedankensaboteure leichtes Spiel. Letztlich halten wir uns also selber davon ab, wirklich glücklich und zufrieden zu leben, unser bestes Selbst zum Vorschein zu bringen. Ich gebe dir hier Tipps, in denen meine ganze Erfahrung aus meinem vielfältigen beruflichen und meinem mindestens ebenso vielfältigen privaten Leben stecken. In dem ich schon, glaub mir das, viele Entscheidungen getroffen habe, die sich hinterher als, sagen wir mal, interessant herausgestellt haben. Ja, und damit sind wir auch direkt bei unserem heutigen Thema. Ich möchte dir nämlich einmal eine neue Sichtweise auf das Thema Entscheidungen näher bringen. Ist es nicht so, dass wenn du vor einer Entscheidung stehst, sei sie nun groß oder klein, du dir unbewusst suggerierst, diese Entscheidung sei von ungeheurer Tragweite und könne hinterher keinesfalls mehr revidiert werden? Stimmt's? So ein bisschen was wird es schon dabei sein. Also zumindest kenne ich sehr viele Menschen, die sich nur schwer für eine Sache oder einen bestimmten Weg entscheiden, weil sie Angst haben, das Falsche zu wählen oder eine wichtige Chance zu verpassen. Da wird abgewogen, gezögert, gezaudert, gezweifelt, bis man vor lauter Fragezeichen keinen Weg mehr sieht. Manchmal wird sogar eine Entscheidung getroffen, aber nach kurzer Zeit wieder revidiert, nur um wieder von vorne zu beginnen. Und so sind diese Menschen leider die ganze Zeit mit Prüfen, Wählen, Fragen, Zweifeln und so weiter beschäftigt und verbrauchen ihre gesamte Energie und kommen doch nirgends hin. Ständig sagen oder denken sie Sätze wie: Oh, war das jetzt richtig? Sollte ich vielleicht lieber den grünen Pulli nehmen statt den blauen? Oder vielleicht beide? Oder ich weiß nicht. Du merkst schon, wenn ich das hier so nachspiele, dann spürst du, dass da ganz, ganz viel Energie allein auf dem Weg schon verloren geht. Dabei zeigt uns doch schon das Wort Entscheidung, dass wir hier an einer Wegscheide stehen und entweder nach rechts oder nach links oder meinetwegen auch geradeaus gehen können. Aber auf jeden Fall sind wir aufgerufen, uns an dieser Wegscheide von den anderen Wegen, die wir eben nicht gehen wollen, zu scheiden, also quasi zu trennen. Etliche meiner Klienten haben aber sehr, sagen wir mal, die ungünstige Angewohnheit, sozusagen überhaupt nicht aus diesem Delta der Entscheidung herauszukommen. Also die kommen gar nicht erst aus dem Quark, wie man vielleicht flapsig sagen würde. Stattdessen gehen sie ein kleines Stückchen in die eine Richtung, sagen wir also mal, nennen wir die mal A. Machen ein paar Tippelschritte in diese Richtung, werden dann aber vom Zweifel überfallen, bleiben stehen, zaudern, hadern, machen so, boah,
ich weiß nicht, vielleicht hätte ich doch lieber B nehmen sollen. Und dann drehen Sie um. Sie gehen also zurück auf Start zum Ausgangspunkt. So gesehen hat sich bis dahin ja eigentlich nicht viel verändert, könnte man sagen. Naja, Sie haben Zeit verloren vielleicht. Sie haben aber darüber hinaus etwas ganz, ganz Wesentliches auch noch verloren, nämlich ein Stück Selbstvertrauen. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich schlimm. Auf jeden Fall sitzen Sie dann wieder an dieser Kreuzung oder an diesem Delta, an dieser Wegscheide und müssen sich erneut entscheiden, wie es weitergeht und machen den ganzen Klimbim, das ganze Brimborium, den ganzen Aufwand noch einmal. Nur, dass Sie jetzt noch viel ängstlicher und zögerlicher sind. Dann gehen Sie also in die andere Richtung. Route B nennen wir das mal. Ein Stück voran und dann kommt aber wieder der Zweifel und manchmal sogar der Dreifel oder der Vierfel. Und dann schwupps rennen Sie wieder zurück zur Entscheidungskreuzung. Und so geht das eine ganze Weile hin und her und Sie reiben sich dabei natürlich unendlich auf. Nur entscheiden tun Sie sich nicht. Kein einziges Mal. Deshalb biete ich an dieser Stelle immer das Bild einer Landkarte bzw. eines Stadtplanes an. Wenn du da also an dieser Kreuzung rechts abbiegst und dann merkst, dass das nicht der richtige Weg war, naja, dann brauchst du dich doch nur nochmal rechts und nochmal rechts zu orientieren, also zweimal rechts abzubiegen oder eben zweimal links abzubiegen. Und schon bist du wieder an der Stelle oder an einer Stelle, wo du neu entscheiden kannst. Du hast aber in der Zwischenzeit, und das ist das Gute daran, einen anderen Weg gefunden. Vielleicht hast du unterwegs einen netten Bäcker an der Ecke gesehen, den du noch nicht kanntest. Oder du hast einen kleinen Park entdeckt, in dem du nächstes Mal Pause machen könntest. Oder stell dir zum Beispiel vor, du bist in einer fremden Stadt unterwegs und du möchtest sie einfach ein bisschen besser kennenlernen. Du wanderst also einfach drauf los und erzählst dir diesmal nicht diese Geschichte von du könntest dich verlaufen oder du könntest falsch gehen. Denn du bist ja einfach nur auf Erkundungstour. Ich kenne Menschen, die sogar bei der Stadterkundung ständig die Angst vor dem falschen Weg haben und voller Panik die ganze Zeit auf ihre Karte starren und den Weg und die Denkmäler da drum überhaupt nicht genießen können. Die sehen gar nicht, was sie tun. Diese Angst vor dem Fehler begründet sich dadurch, wie gesagt, dass wir uns unbewusst die Geschichte erzählen, nach der Entscheidung für A oder für B gäbe es keinen Weg mehr zurück. Aber das ist ehrlich gesagt ganz selten der Fall. Klar, wenn du dich entscheidest, von einem hohen Turm zu springen oder hier von dieser Klippe, ich stehe hier in so einem Canyon, runter zu springen, jo, dann hast du natürlich recht, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber also das wirst du ja wohl eher nicht machen. Aber ich habe schon Leute erlebt, die es schwer finden, sich im Restaurant zwischen Pizza oder Pasta zu entscheiden. Und wenn sie dann die Pizza nehmen und der Partner dann seine Pasta bekommt, sofort der Satz kommt, die sehen aber lecker aus. Ach, vielleicht hätte ich doch lieber die Pasta nehmen sollen. Jo, ich sag mal, das ist eine klassische Depressionsstrategie. Kann man machen, muss man aber nicht. Denn mit dieser Strategie wirst du dich am Ende immer schlecht fühlen. Also ganz ehrlich, mach das lieber nicht. Statt deine gesamte Energie in einem Kreislauf von Prüfen, Zweifeln, Abwägen, Entscheiden, Zweifeln, Revidieren, Neustarten, Zweifeln, Prüfen, Entscheiden, Revidieren, du merkst schon, zu verschwenden und damit in einen Kreislauf nach unten, wie in einem Sog zu verschwinden, empfehle ich dir lieber 3 Schritte. Der erste, bitte merken, frage dein Herz, wie es entscheiden würde, wenn es keinen Fehler gäbe. Im Englischen sagt man da, if I could not fail. Wenn du dich also niemals nicht falsch entscheiden könntest, wie würdest du dann entscheiden? Dies nimmt doch schon mal den ganzen Druck der möglichen Fehlentscheidung heraus. Ist das nicht toll? Zweitens, triff eine klare Entscheidung und dann bleib dabei. Also, werk ruhig in Ruhe ab, frag dein Herz, wähle weise, aber dann entscheide dich für eine Sache. Und dann ganz wichtig, bleib dabei. Diskutier nicht wieder, fass das Thema gar nicht wieder an. Geh mal den Weg, den du gewählt hast, zu 100%.
Nur dann kannst du ja herausfinden, ob dieser Weg dir gefällt, wenn du den eine Weile voller Überzeugung gegangen bist und du dich dann dabei gut fühlst mit dem Weg und mit den Schritten und mit der Richtung. Die einzige richtige Entscheidung, by the way, ist immer sowieso die, mit der du dich gut fühlst. Und womit du dich gut fühlst, nebenher gesagt, das entscheidest ja auch immer du. Wenn du dich nämlich schlecht fühlen willst, dann kannst du dir absolut jede Entscheidung im Nachhinein madig machen und dich wieder schlecht fühlen. Stimmt's? Also es ist doch der Gedanke über die Entscheidung, der die Entscheidung gut oder schlecht, richtig oder falsch werden lässt. Aber das ist nochmal ein anderes Video. Das mache ich demnächst mal. Schau dir aber jetzt gerne gleich danach schon mal das Video zu diesem Themenkomplex an mit dem Titel Du hast immer die Wahl. Das findest du dann hier oben. Ich verlinke es dahin. So, drittens. Wisse bitte, dass du zur Not, also wenn es wirklich ganz dumm läuft und du dich super schlecht fühlst mit deiner getroffenen Entscheidung, du dann immer eine andere Entscheidung treffen kannst. Dass du also auf gar keinen Fall feststeckst. Auch dazu kannst du dir bitte schleunigst das Video Steckst du fest, auch hier oben verlinkt, dann anschauen. Und wenn du diese 3 ganz einfachen Schritte beherzigst und dann deine gegangenen Wege vielleicht lächelnd als Umwege bezeichnest, die dir geholfen haben, deine Ortskenntnis zu erweitern, dann ist doch eigentlich alles gut. Denn wir sind hier nicht auf der Erde, um auf schnurgeraden Wegen zu ganz bestimmten Zielen zu kommen. Wir sind hier auf der Erde, um Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen kannst du meinetwegen auch gerne Umwege nennen. Aber schau dir mal diesen wunderschönen Fluss hier unten an, in diesem Canyon. Der heißt Sayan. Macht dieser Fluss Umwege? Macht er da gerade einen Fehler, während er sich durch das tropische Grün schlängelt? Nein, natürlich nicht. Der geht seinen Weg, wahrscheinlich den leichtesten, da wo es halt geht und wo es sich gut anfühlt. Den Weg der Liebe, den Weg des Herzens. Und warum sollte er sich auch einen Berg hinaufquälen? Der Weg der Liebe fühlt sich immer leicht an. Und das Wasser ist dabei so kraftvoll. Aber es ist auch klug und weise und es verschwendet seine Energie nicht damit, etwa einen Berg hinauf zu fließen. Denk mal darüber nach. Und vielleicht magst ja auch du einen leichteren Weg gehen, der sich für dein Herz gut anfühlt. Mach also ruhig öfters mal Umwege. Die erweitern bekanntlich die Ortskenntnis. Und wenn du verschiedene Dinge, Wege, Möglichkeiten, Variationen ausprobierst, sammelst du automatisch Erfahrungen, die dich in Summe klüger, weiser und damit ruhiger und belastbarer machen. Was du aber keinesfalls tun darfst, ist deine gemachten Erfahrungen als Fehler zu bezeichnen. Zu bewerten also. Wenn du das nämlich tust, dann hast du immer verloren. Wenn du aber den gegangenen Weg, der dir am Ende halt doch nicht gefallen hat, als Erfahrung bewertest, hast du immer gewonnen. Willst du das in Zukunft vielleicht mal ausprobieren? Ich würde dir dabei alles Glück der Erde wünschen und ich wünsche dir jetzt schon einen wunderschönen Tag mit ganz bezaubernden, leichten, wundervollen Erfahrungen. Und bitte, bitte, bitte vergiss nicht, mir hier einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Das nützt dir und mir und anderen. Vielleicht magst du sogar einen Kommentar hier unten hinterlassen und mir verraten, wie es dir mit dem Thema Entscheidungen so insgesamt in deinem Leben geht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, auf die eine oder andere Weise von dir zu hören. Ach so, ja, und den Link zu meiner Moodbox, in der ich dieses und noch 43 andere solcher Themen, also so Lebenstipps zusammengefasst habe, verlinke ich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt nochmal, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, prall angefüllt mit herrlichen Erfahrungen, die dich klüger, weiser und mutiger machen. Ich sende dir Liebe und jede Menge Mut. Das war, wie immer, deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis bald. See you.